Alle, die unsere Videos regelmäßig schauen, haben vom Beckham Law in Spanien gehört. Hiermit kannst du in Spanien für 5 bis 6 Jahre zu sehr steuergünstigen oder sogar steuerfreien Konditionen leben. Hier fasse ich die wichtigsten Kernaspekte des Beckham Law nochmal zusammen. Benannt wurde das Beckham Law, wie der Name schon sagt, nach dem Fußballspieler David Beckham. Es geht darum, ausländische, wohlhabende, gut situierte, erfolgreiche Menschen anzuziehen, die in Spanien für einige Jahre leben wollen und ihre ausländischen Vermögens- und Einkommensverhältnisse nicht aufdecken oder in Spanien darauf Steuern bezahlen wollen. Voraussetzung ist, dass man in Spanien eine feste Anstellung hat, eine Festanstellung, genau. Natürlich hast du jetzt vielleicht keinen Arbeitgeber in Spanien. Wir erklären später, wie das Ganze zu handhaben ist. Du bezahlst 24% Steuer auf spanische Einkünfte und 0% Steuer auf ausländische Einkünfte. Du darfst davor, bevor du diesen Status in Anspruch nimmst, 5 Jahre nicht in Spanien gewohnt haben. Du kannst den Status 5 bis 6 Jahre in Anspruch nehmen, Spanien für 5 Jahre verlassen und ihn dann wiederum für 5 bis 6 Jahre in Anspruch nehmen. Ja? Warum die 5 bis 6 Jahre? Der Status gilt für das Jahr der Anmeldung und die 5 Jahre danach. Die meisten unserer Mandanten nutzen das Beckham Law natürlich, damit sie in dem tollen Wetter in Spanien leben können und praktisch keine ausländischen Steuern bezahlen müssen. Sie gründen zum Beispiel eine Gesellschaft auf Malta. Diese zahlt dann 5% Steuern. Der Rest ist komplett steuerfrei in Spanien. Was aber, wenn du gar keine Steuern sparen kannst oder willst, sondern einfach nur in der Sonne leben willst, wenigstens mal für 5 Jahre? Dir gefällt Spanien so gut, du hast vielleicht eine GmbH in Deutschland, da würde Wegzugsteuer fällig werden und Entstrickungssteuer und der ganze Schlorum und das willst du alles nicht. Das willst du alles so lassen, wie es ist. Du kannst keine Steuern in Deutschland bezahlen, aber du würdest eben gerne in Spanien leben, ohne dort steuerpflichtig zu werden. Das genau lässt sich eben mit dem Beckham Law auch machen. Du bleibst dann wohlgemerkt in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Du hast keinerlei steuerliche Vorteile. Du zahlst nicht weniger Steuern, du zahlst ganz normal deine Steuern. Aber das Thema Wegzugsteuer, Entstrickung und so weiter, es hat sich komplett erledigt für dich. Wenn du eben in Spanien dich mit dem Beckham Law anmeldest, dann ist das Interessante, dass du damit in Spanien nicht unbeschränkt steuerpflichtig wirst, sondern praktisch beschränkt steuerpflichtig bleibst. Egal, wie lange du dich darauf aufhältst, also auch wenn du dich in Spanien über 183 Tage oder das ganze Jahr aufhältst. Damit ist dieses Modell also für alle interessant, die, wie gesagt, mit der Steuerbelastung in Deutschland sich abgefunden haben oder diese nicht optimieren wollen, aber eine bessere Lebensqualität in Spanien gerne genießen möchten. Was ist in Deutschland zu tun, damit du diesen Status nutzen kannst? Kurz zusammengefasst, gar nichts. Deine deutsche Wohnung bleibt bestehen. Du musst die Wohnung nicht aufgeben, denn du bist ja ohnehin in Deutschland steuerpflichtig. Du kannst Geschäftsführer deiner Gesellschaften bleiben. Du musst da überhaupt nichts dran ändern. Du musst an keine Behörde oder an kein Finanzamt irgendwas melden. Du musst dich nicht abmelden oder sonst irgendwas. Dein Auto ist vielleicht so eine Sache, wenn du mit dem Auto mehr als 6 Monate in Spanien fährst, dann musst du es dort anmelden bzw. einführen. Das kann also möglicherweise teuer werden. Vielleicht macht es Sinn, sich ein Auto in Spanien zu leasen. Auch so Dinge wie natürlich Kindergeld oder private Krankenversicherung. Also Dinge, die jetzt nichts unbedingt mit Steuern zu tun haben, musst du natürlich abklären. Bekommen deine Kinder weiter Kindergeld? Zahlt deine private Krankenversicherung auch im Ausland? Du bist natürlich in Spanien dann angestellt. Wie das funktioniert, erkläre ich gleich. Das heißt, du hast die staatliche spanische Gesundheitsvorsorge, aber reicht es dir aus? Das sind Dinge, die du natürlich entscheiden musst. Aber aus steuerlicher Sicht, ja, musst du nichts in Deutschland machen. Du kannst einfach gehen. Wie ist nun der Ablauf? Das Erste, was du klären musst, ist, wer wird dein Arbeitgeber in Spanien? Ich hatte ja vorhin gesagt, die Bedingung für das Beckham Law ist, dass es einen Arbeitgeber in Spanien gibt. Erinnere dich, es kommt aus dem Fußballbereich, das heißt, dort war der Arbeitgeber natürlich der Fußballclub. Der Status ist auch gut geeignet für ausländische Führungskräfte, die haben eben dann auch einen Arbeitgeber. Da du ja aber vermutlich Unternehmer bist, deine eigene GmbH hast, hast du möglicherweise kein Unternehmen. Gut, vielleicht hast du eine Tochtergesellschaft in Spanien, dann kannst du dich dort anstellen lassen.
Oder du hast einen Freund oder ein Familienmitglied, die vielleicht eine Firma in Spanien haben, dann kannst du dich dort anstellen lassen. Du kannst auch deine eigene SL gründen und dann lässt du dich dort anstellen. Viele verwenden aber auch einen Employer of Record. Das ist jemand, der letztlich Arbeitskräfte in Spanien vor Ort rechtskonform anstellt. Die sind dann formal bei diesem Arbeitgeber angestellt. Der führt Steuern, Sozialabgaben ab. Der sorgt dafür, dass hier alles bei denen nach spanischen Maßstäben korrekt läuft. Und deine deutsche Firma kann dann zum Beispiel diesen Employer of Record bezahlen. Welches Gehalt musst du da ansetzen? Ist völlig egal. Nimm 2.000, 3.000 Euro, irgendwie sowas. Es muss kein besonders hohes Gehalt sein. Aber ich sage es nochmal, die Anstellung in Spanien ist das Wichtigste. Du kommst wegen dieser Anstellung nach Spanien. Ohne die Anstellung kannst du den Status nicht verwenden. Wichtig ist auch, dass das Ganze relativ zeitnah erfolgen muss. Ja? Das heißt also, du kommst in Spanien an, da muss da schon alles vorbereitet sein letztlich. Deine Anstellung, deine Arbeit muss sofort losgehen. Ja? Neben der Anstellung benötigst du außerdem eine Wohnung in Spanien. Möglicherweise hast du ja schon ein Haus, das kannst du verwenden. Du musst dir eine NIE besorgen. Die NIE ist eine Steuernummer für Ausländer. Die kriegst du bei der Gemeinde. Wenn du deine Einstellung organisiert hast, wenn du die Wohnung hast und wenn du die NIE hast, dann können wir hier von dir übernehmen. Unsere Dienstleistung deckt also alle Formalitäten ab, die in Spanien notwendig sind, um dich hier anzumelden. Das inkludiert natürlich auch die Registrierung mit dem Employer of Record. Wir arbeiten mit dem Employer of Record zusammen, die entsprechend mit dem Beckham Law Erfahrung haben und die genau wissen, auf was man achten muss. Da gibt es so bestimmte Dinge, die sind speziell. Das kann nicht jeder Employer of Record. Wir haben da einen, mit dem wir zusammenarbeiten oder mehrere. Und wir sorgen dann dafür, dass du einen Arbeitsvertrag bekommst. Unsere spanischen Anwälte und Steuerberater registrieren dich bei den Behörden, melden dich für das Beckham Law an in Spanien. Und dann kannst du es eben für dieses Jahr und die weiteren 5 Jahre danach dann verwenden. Zum Schluss wollte ich vielleicht doch noch mal kurz auf den Fall eingehen, dass du doch das Beckham Law vielleicht verwenden willst mit den steuerlichen Vorteilen, die sich dort bieten. Wenn das dein Ziel ist, dann musst du tatsächlich hier deinen Wohnsitz in Deutschland definitiv beenden. Du musst dich abmelden, darfst keine Wohnung mehr haben in Deutschland. Deine unbeschränkte Steuerpflicht endet. Wenn du eine GmbH hast, dann ergibt sich das Thema Wegzugsteuer für dich und Entstrickung natürlich, weil dann die Betriebsstätte GmbH möglicherweise mit dir ins Ausland geht, wenn du Geschäftsführer bist. Das sind relativ komplizierte Dinge und natürlich, du musst dann auch eine steuereffiziente Firmenstruktur im Ausland aufbauen und musst sorgen dafür, dass die Umsatz hat. Ja. Also da sind schon einige Vorbereitungen dann möglich. Wie gesagt, das machen sehr viele Mandanten von uns. Wir können dich dabei begleiten. Aber da kannst du auf keinen Fall natürlich einfach so nach Spanien einfach mal abhauen und sagen, okay, ich bin jetzt weg. Was bei der anderen Lösung geht, ja. Auch bei der anderen Lösung musst du relativ zügig dann daran arbeiten, denn du hast nicht endlos viel Zeit, dich für das Beckham Law anzumelden. Aber letztlich, du kannst einfach aus Deutschland gehen, dich in Spanien anmelden und das war's. Wenn du die steuerlichen Vorteile nutzen willst, dann geht das nicht. Ja, dann ist eine sehr genaue Vorbereitung notwendig. Möglicherweise muss deine GmbH umstrukturiert werden, damit die Wegzugsteuer gespart werden kann. Dann kannst du also nicht einfach so weg. Wie dem auch sei, egal welche Variante dich interessiert, wir können dich dabei unterstützen. Wir haben schon vielen Mandanten dabei geholfen, in Spanien sich unter Beckham Law zu registrieren und hier ein tolles Leben in Spanien zu führen, wo man von den Steuerbehörden nicht behelligt wird und wo du hier praktisch sehr wenig oder gar keine Steuern im Grunde bezahlen musst, außer denjenigen natürlich auf das spanische Gehalt, was du bezahlst, ganz klar. Ich würde vorschlagen, wenn du das machen willst, wenn du dich dafür interessierst, dann buch ein Beratungsgespräch. Link packe ich hier in die Beschreibung hinein. Ich freue mich dann, mit dir über dein Vorhaben in Spanien sprechen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk.
Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.